Wir haben es getan. Wir sind wieder unterwegs mit unserem Clever Runner. Ja, es geht schon wieder an die Ostsee. Aber diesmal nicht nach Schleswig-Holstein, sondern es geht nach MacPom, also Mecklenburg-Vorpommern. Unser Ziel soll sein, das Ostseebad Boltenhagen. Ja, wir gehen eben hier kurz noch ein paar Sachen einkaufen. Ein paar Sachen haben wir vergessen. Und dann fahren wir die letzten Meter. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, begleitet uns mal wieder nach Boltenhagen. Gleich geht's los. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Runner on Tour. Wieder mal von der Ostsee. Genau, wir sind in MacPom, sind im Ostseebad Boltenhagen angekommen, haben jetzt gerade eben einen Stellplatz gesucht. Da sind zwei Stellplätze nebeneinander. Den ersten, den wir angefahren hatten, der war gut besucht, da waren noch zwei Plätze frei. Die Plätze haben uns nicht zugesagt, weil es waren so kleine Plätze. Sind wir jetzt einen weitergefahren. Wir sind jetzt auf dem Wohnmobilpark Banana Jack. Der war nicht so voll. Da haben wir noch ordentlich Platz gekriegt. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier so alles in Boltenhagen entdecken. Wetter ist heute nicht so prickelig, kann eigentlich nur besser werden. Hauptsache es regnet nicht, das ist das Wichtigste eigentlich immer. Ja, ich würde sagen, ihr begleitet uns wieder hier bei unseren Rundgängen zu Boltenhagen und viel Spaß bei unserem neuen Video. Da badet ja, kommt gerade einer aus dem Bad. Das Wasser scheint wärmer zu sein als die Luft, aber wir haben 19 Grad, also alles gut. Heide, und wo sind wir jetzt? Auf der Seebrücke. Ist ganz schön groß, ne? Hälfte gerade, ne? Geht noch ein ganzes Ende bis nach vorne.
Ja, direkt vor der Seebrücke ist der Kurpfad. Sieht richtig nett hier aus. Hinter mir ist der Camp David Adventure Park, so wie Minigolf-Anlage. Na Heide, und was ist gut an Boltenhagen? Viele Wege. Genau, man hat 5 verschiedene Wege. Man kann A direkt am Strand laufen. Dann auf dem Holzsteg. Auf dem Holzsteg. Dann der Mittelweg, wo auch die Fahrräder lang düsen dürfen. Und dann der Weg halt, wo die Nee, Restaurants... das ist der Mittelweg hier. Und da ist noch so ein Zwischenweg. Und da sind die Fahrradfahrer. Genau. So, und hier ist eigentlich die ganzen Cafés und Restaurants. Und dann kann man noch, wenn man überhaupt nichts mehr sehen will, da direkt an der Straße laufen. Also 5 verschiedene Wege könnt ihr laufen. Immer hin und her, hin und zurück. Ja, hier ist der Eingangsbereich, die Einfahrt. Ja, insgesamt gibt es auf dem Wohnmobilpark Banana Jack 50 Plätze. Ja, die Anmeldung ist stundenweise belegt. Wenn keiner da ist, muss man telefonisch anrufen. Haben wir auch gemacht. Sorry für die Geräuschkulisse, es stürmt ohne Ende hier. Ja, so sieht das hier aus. Unparzellierte Flächen. Ist immer die Nummer eingezeichnet und mit 2 Begrenzungsstrichen, damit man weiß, wo man hin darf und muss. Hier ist der Wohneinlass für die Entsorgung. Da hinten ist auch ein Frischwasseranschluss für Frischwasser. Im hinteren Bereich des Sanitärhauses ist die WC-Entleerung. Hier sind die Duschen. Ja, alles schon ein bisschen älter. Toiletten. Aber der Klopfer ist dieses Schild. Da müssen wir wohl kalt duschen. Oder am Ranner. Hier im hinteren Bereich sind auch noch ein paar Wohnwagen. Ja, was kostet der Spaß? Ihr seid hier mit 27 € dabei, das alles inklusive. Auch Strom. Außer Frischwasser muss man bezahlen. 10 Liter habe ich, glaube ich, 10 Cent gelesen. Ja, und kaltes Wasser habt ihr auch inklusive. So, das ist unser Platz. Da ist eine Linie. Platz 34. Bis hier.
Boldenhagen. Ja, die Ostsee ist heute so ruhig wie ein Ententeich. So, wo gehen wir jetzt lang? Am Strand? Heute geht's mal am Strand lang. Ja, wo liegt Boldenhagen? Klar, MacPom wisst ihr schon. Ca. 25 Kilometer nordwestlich von der Hansestadt Wismar entfernt. Ist natürlich auch ein Ziel, wo man gerne mal, wenn man länger hier sein sollte, hinfahren kann. Ja, und Boldenhagen hat ca. 2600 Einwohner. Aus Boldenhagen raus sind wir jetzt im Ortsteil Redewisch und da sieht ihr hinten im Hintergrund die Steilküste. Na Heidun, was gibt's jetzt wieder? Zeit für ein Fischbrötchen. Ich rieche schon förmlich. Einen Fisch gefangen. Einen geräucherten Fisch. Was gekauft? Ein Stück Striemellachs. Wann essen wir den? Heute Abend, ne? Heute geht es mal nicht Richtung Zentrum, sondern wir gehen Richtung Weißer Wiek. Wir sind durch den Ortsteil Tarnewitz gerade durch. Und diese Richtung, das ist ein Ferienresort mit Marina, werden wir uns mal anschauen. Wenn die Aufnahmen jetzt ein bisschen anders aussehen, liegt das daran, wir haben vergessen, bei unserer Actioncam eine SD-Karte reinzupacken. Und dann funktioniert das nicht so richtig. Also die Aufnahmen werden jetzt mit der Insta gemacht. Also wenn es ein bisschen anders aussieht, wisst ihr Bescheid. So, diese Richtung, bald sind wir da. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away.
I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Heute sind wir nochmal Richtung Zentrum gelaufen, dann zum Ortsteil Redewisch bis zur Steilküste. Da waren wir ja schon mal gewesen, aber heute sind wir direkt an der Steilküste, ist ein Wanderweg nochmal entlang marschiert. Kann man hier auch wunderschön sehen. Hier ist Boltenhagen. Da kann man immer oben lang laufen. Hier sieht man das auch. Bis nach Lübeck-Travemünde. Also ein richtig toller Weg. Kann ich nur empfehlen. So schnell verrinnt die Zeit. Ja, unsere Zeit in Boltenhagen ist schon wieder vorbei. Wir sind mittlerweile auf dem Heimweg. Ja, Zeit für ein kleines Fazit zu Boltenhagen. Ja, es war mal wieder schön nach langer Zeit. Also wir waren zuletzt 2015 dort, mal auf die Ostsee zu schauen, schön an der Ostsee lang zu schlapsen. Am schönsten war natürlich da hinten bei der Steilküste oben lang zu laufen. Das war sehr schön. Es hat uns wieder sehr gut gefallen. In die andere Richtung zum Weißen Wieg. Na gut, muss man mögen. Das ist halt so ein Retortenressort mit Marina. War gefühlt jetzt im September gar nichts mehr los. War irgendwie für uns zumindest recht trostlos alles. Einzige, was gut war, war hinten der Hafen, wo man wieder lecker Fischbrötchen essen konnte. Ja, das war recht schön. Ja, was hat uns nicht gefallen? Ja, die Preisgestaltung der Wohnmobilstellplätze. Also wir hatten jetzt beim Banana Jack, hatte ich ja schon gesagt, 27 € bezahlt. Da ist alles drin, außer Frischwasser, also Strom ist inklusive, Duschen. Wir hatten dann auch irgendwann mal Glück, dass es dann auch Warmwasser gab, also 2 Tage haben wir kalt geduscht. Ja, und wo es dann plötzlich hieß, es ist wieder Warmwasser da, war natürlich richtig Bambule auf dem Stellplatz. Sind auch hinten einige Dauercamper, die sofort alle erstmal in die Dusche gegangen sind, weil irgendwie gefühlt eine ganze Woche da kein heißes oder kein warmes Wasser war. Und sind sie alle
erstmal alle duschen gegangen. Also es war Badetag auf dem Wohnmobilstellplatz Banana Jack. Ja, also 27 Euro, das ist eigentlich schon, ja, ich würde schon sagen, eine Frechheit. Die Plätze sind relativ klein. Wir hatten die ersten Tage Glück gehabt, dass links und rechts neben uns keiner stand. Da ging das halt noch. Gestern kam dann noch ein Fahrzeug direkt neben uns. Das heißt, ihr habt nur noch so einen schmalen Streifen. Gut, ein bisschen mehr ist es schon. Aber selbst die Markise kann man nicht mehr richtig ausfahren. Ja, aber auch bei dem anderen Stellplatz, der nebenan war, der Kremers heißt der, glaube ich, der kostet 22 Euro plus 4 Euro pauschal Strom. Duschen kommt extra, also seid ihr ähnlich bei 27 Euro. Gut, wenn man keinen Strom braucht, ist es ein Tick günstiger. Also es ist schon, ja, wie hat Wolfgang gesagt, Freudenhauspreise. Ja, es gibt da auch noch einen Campingplatz direkt neben den beiden Wohnmobilstellplätzen, das ist der Regenbogencamp. Da habe ich mich eigentlich gar nicht mit den Preisen beschäftigt, weil für mich ist eigentlich immer Regenbogencamp relativ hochpreisig. Habe ich da gar nicht im Internet reingeschaut. War ein Fehler. Weil unsere Bekannten Wolfgang und Monika, die waren auch in Boltenhagen und die sind diesmal auf dem Regenbogencamp gefahren, weil es gibt dort aktuell so ein Sonderangebot, 3 Tage bleiben und 2 Tage nur bezahlen. Man kriegt dafür einen Komfortstellplatz, rund 150 Quadratmeter mit Frischwasser und Abwasser direkt am Stellplatz. Strom ist auch inklusive. Und durch dieses Spezialangebot war das ein Durchschnittsübernachtungspreis von unter 29 Euro. Wir zahlen 27 auf so einem kleinen Stellplatz und hier war ein Komfortplatz für 28, also knapp 29 Euro. Also hätten wir das gewusst, wären wir natürlich auch auf den Campingplatz Regenbogencamp gefahren. Aber diesmal sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Ja, das war also das kleine Fazit. Wie gesagt, alles toll wieder gewesen, hat uns Spaß gebracht, bis auf die Preise für die Stellplätze. Das geht gar nicht. Aber das ist nun mal so. Anscheinend können die dort die Preise so verlangen, weil es waren reichlich Wohnmobile vor Ort. Jo, wenn euch dieses Video aus Boltenhagen gefallen hat, Däumchen hoch ist immer klasse, freuen wir uns mega drüber. Haut gerne was in die Kommentare, was sagt ihr zu diesen Preisen, die mittlerweile bei Wohnmobilstellplätzen verlangt werden. Und ja, Däumchen hoch hatte ich schon gesagt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wie es weitergeht bei Rana und Tour. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und uns auch nach Boltenhagen begleitet habt. Bis zum nächsten Video. Bis dann sage ich Tschüss.